I say be cool. They were saying about, just be cool. It's going to work out. What do you think about Donald Trump running for president again? You know, I think that's the past. And I think that we have to march into the future. And I think there are very talented people in this country on the Republican side that can run. So I would go, look in the future rather than in the rear mirror. In einem Moment, der Millionen Live-Zuschauer schockierte, hielt sich der Terminator persönlich. Arnold Schwarzenegger nicht zurück. Während die Kameras liefen und die Menge schwieg, ließ er eine brutale Wahrheitsbombe über Donald Trump fallen. Und sagen wir einfach, dass Trump völlig ausrastete. Aber was genau hat Arnold gesagt? Und warum hat es Trump so hart getroffen? Jetzt schnallen Sie sich an. Diese Geschichte wird Sie umhauen. You said history shouldn't repeat itself. Donald Trump is now the frontrunner to be the nominee of your party, of the Republican Party. Given everything you said, does that concern you? Absolutely not, because being a frontrunner of one party and letting them dig this hole deeper and deeper is going to make it easier for the Democrats in the end to win. It's sad to see that. Kommentieren Sie mit 1, wenn Arnold recht hatte, sich zu äußern, oder mit 0, wenn er zu weit gegangen ist. Bevor wir weitermachen, drückt den Like-Button und abonniert die Seite, denn ihr wisst, dass ihr das nicht verpassen wollt. Sie kennen Arnold Schwarzenegger, Superstar des Actionfilms, ehemaliger Gouverneur von Kalifornien und der Mann, der aus I'll be back einen Lebensslogan gemacht hat, der vor allem für Fitnessstudios und fragwürdige Fortsetzungen steht. Aber kürzlich hat er nicht mit seinen Muskeln geprahlt oder den Planeten vor Killerrobotern verteidigt. Nein, diesmal richtete er seine Aufmerksamkeit auf eine viel größere Bedrohung für die Gesellschaft, wie wir sie kennen, Donald J. Fällt Ihnen dieses Schwert auf? Now you see this sword? This is the Conan sword. Now here's the thing about swords. The more you temper a sword, the stronger it becomes. The more you pound it with a hammer and then heat it in the fire and then thrust it into the cold water and then pound it again and plunge it into the fire and into the water, the more often you do that, the stronger it becomes. I'm not telling you all this because I wanted to become an expert sword maker, but our democracy is like the steel of this sword. War Donald Trump. Und nicht nur in einer allgemeinen, freundlichen, prominenten Art und Weise stimme ich nicht mit ihm überein. Leider hat sich Arnold auf einen tödlichen politischen Konflikt eingelassen, der ihm ein stilvolles Ende bereitet hat. Im Live-Fernsehen gab es keine Stunts oder Sprengsätze, sondern nur einen verbalen Takedown, der vollgepackt war mit Eiweiß. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, ist es an der Zeit, dass jemand, der echte Führungsqualitäten und einen aktiv funktionierenden moralischen Kompass besitzt, zum Ausdruck bringt, was die Mehrheit von uns seit dem Jahr 2016 in die Kissen schreit. Kritik bedeutet, zum Land zu stehen. Das bedeutet nicht, dass man dem Präsidenten beistehen muss. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Die Kameras laufen. Arnold sitzt da, ruhig und zuversichtlich. Wahrscheinlich nippt er an etwas Nahrhaftem und unmöglich Grünem. Und dann kommt jemand auf Trump zu sprechen. Plötzlich sinkt die Temperatur im Raum. Arnold ist zu sehen, wie er grinsend wie der letzte Chef der Vernunft die Sonnenbank zertrümmert, die irgendwo in Angst und Schrecken flackert. President Trump sought to overturn the results of an election, and of a fair election. He sought a coup by misleading people with lies. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. Sie irren sich, mein Freund. Denn dies war nicht nur eine politische Bemerkung. Wenn Sie ein ruhiges Gespräch über politische Meinungsverschiedenheiten erwartet haben, liegen Sie völlig falsch. Es handelte sich um eine öffentliche Bekanntmachung in Form eines Einzeilers, der in einen Actionfilm verpackt war. Arnold hat mehr getan, als nur Trumps Ego zum Platzen zu bringen. Er hat es in einen Vulkan geschleudert, seine Muskeln spielen lassen und ist in Zeitlupe davonspaziert. Wenn Trumps Ego ein Luftballon wäre, hätte Arnold ihn nicht nur zum Platzen gebracht. In Ordnung. Lasst uns das sezieren. Das Erste, was Arnold tat, ist, das Offensichtliche hervorzuheben. Anders ausgedrückt, die Amtsführung von Donald Trump ist ungefähr so effektiv wie das Essen einer Suppe mit einer Gabel. Seine Amtszeit war ein chaotisches Durcheinander von Twitter-Ausbrüchen, Golfausflügen und genügend Skandalen.
um eine Reality-Show mit Spin-offs zu produzieren. Seine Amtszeit war einfach eine Katastrophe. Und Arnold, der schon einmal einen Staat wirklich geführt hat, ohne einen Putschversuch über Twitter zu unternehmen, war nicht zufrieden mit der Situation. Um es einfach auszudrücken, kritisierte er Trump als möchtegern Macho mit einem Rückgrat, das so schwach ist wie überbackene Nudeln. Sie wissen schon, die Art von Person, die sich damit brüstet, eine Führungspersönlichkeit zu sein, aber sofort aufgibt, wenn man sie bittet, eine tatsächliche Aufgabe zu erfüllen. Erinnern Sie sich noch daran, als Trump erklärte, dass es schwieriger war, Präsident zu werden, als er es sich vorgestellt hatte? Ja, Arnold ist genauso. Zweifellos war er ein Genie, wie seine Miene verriet. It's sad to see that they couldn't come up with a new talent, with a new face that is a reasonable, smart, intelligent person that can lead this country in a Republican way. You think there's no way he would win again? No. Auf der anderen Seite kommt der Jahrhundertbraten an. Nur Fakten und österreichisches Urteilsvermögen sind gefragt, kein Feuer. Arnold stellt fest, dass Trump sehr auf sein Aussehen bedacht ist. Er verbrachte mehr Zeit damit, sein Haar zu ordnen, als den Haushalt für die Nation zu ändern. Ganz zu schweigen von dem orangefarbenen Glanz, den er 4 Jahre hintereinander hatte und der ihn wie einen radioaktiven Käsefladen aussehen ließ, weil er so aussah. Wenn Sie warten, wird es besser werden. Arnolds Arbeit beschränkt sich nicht auf das Foto. Es tut mir so leid. Er ist derjenige, der die Belege für Trumps finanzielle Brillanz vorlegt. Ein KKK, dem es gelungen ist, ein Casino in den Konkurs zu treiben. Es ist ein Casino. Ist Ihnen klar, wie schwierig das ist? Das ist wie Wasser auf Feuer. Das ist dasselbe, als würde man aus seinem eigenen Betrug ausgeschlossen. Es ist fast wie ein Fehlschlag der Performance-Kunst. Arnold übt einen erheblichen Druck auf die Vorstellung aus, dass Donald Trump eine Art Held ist, der das Volk repräsentiert. Der Spoiler ist, dass die Millionäre, die in mit Gold beschichteten Aufzügen fahren, nicht so sind wie der Rest von uns. Für Trump bedeutet, dass man sich mit ihm identifizieren kann, wenn er einen Burger in einem Fastfood-Restaurant isst und in der Air Force One über Windmühlen schreit. Es ist zutreffender, ihn als Popkultur-Bösewicht mit Golfwagen zu beschreiben als Populisten. You're the President of the United States, you shouldn't do that. I mean, what's the matter with you? I mean, whatever happened to the strong words or to the strength of Ronald Reagan when he stood there at the Berlin Wall and he said, Mr. Gorbachev, tear down. Und gerade wenn man glaubt, dass Arnold fertig ist, hört er auf. Es geht weiter und weiter. Insbesondere hebt er die Art und Weise hervor, in der Trump politische Meinungsverschiedenheiten in einen Blutsport verwandelt hat und zeigt, dass er nicht nur versäumt hat, die Nation zu vereinen, sondern vielmehr absichtlich versucht hat, sie zu spalten. Ähnlich wie bei einer schlecht gemachten Comedy-Familienzusammenführung. Für den Fall, dass die Zeit reif ist, war es nicht Amerika zuerst. Vielmehr war es Trump zuerst Amerika. Das wurde von Arnold aufgedeckt. Der Präsident strebte keine Einigkeit an. Er wünschte sich einen Teil der applaudierenden Fans. Der Mann leitete eine Essensschlacht in einer Art und Weise, die an einen Reality-Show-Moderator erinnerte. Widersprechen Sie seinem Standpunkt. Sie sind ein Verräter. Erkundigen Sie sich nach ihm. Sie sind eine Falschmeldung. Sitzen Sie still und nicken Sie mit dem Kopf? Glückwunsch. Sie wurden ins Kabinett berufen. Trump hat keine Nation angeführt, sondern einen Kern von Anhängern kultiviert. Und Loyalität war nicht etwas, das man sich aneignet, sondern etwas, das man sich aneignet. Es schien, als würde er sich für die Rolle des obersten Herrschers in einem dystopischen Film bewerben, der direkt auf DVD erscheinen sollte. Trump nutzte die Gelegenheit, die typische politische Opposition zu nehmen und das Rad zu drehen, bis es knackte. Es ging jetzt nicht mehr nur um links gegen rechts. Entweder man hat eine Beziehung zu ihm oder man ist ein Gegner des Staates. Durch die Schaffung einer besonderen Ökologie sorgte er dafür, dass abweichende Meinungen nicht patriotisch waren, sondern bestraft wurden. Er hatte wenig Geduld mit einer Tyrannei in Kostümen mit roten Hüten und lausigen Slogans, und Arnold, der 1 oder 2 Dinge über wahre Tyrannen wusste, machte deutlich, dass er sie nicht tolerieren würde. Mr. Trump has been indicted on federal charges, but most of the top Republican officials are siding with him against the special prosecutor. How do you explain that? If the charges are correct,
then he's going to be in deep trouble. But at the same time, I have to say that, we're always innocent until proven guilty. So we'll find out what the courts say in the future. But if the charges are right, I think that he's going to be in deep trouble. Arnold machte deutlich, dass Trump keine Regierung will, die in der Lage ist, Operationen auszuführen. Ihm schwebte ein Gefolgschaftskult vor, der über administrative Befugnisse verfügen sollte. Für jede Kritik wurde eine Hexenjagd veranstaltet. Jede Anklage war ein Betrug. Und jeder Verlust war das Ergebnis eines korrupten Systems. Wäre Trump ein Sporttrainer, würde er oft mit dem Finger auf den Schiedsrichter, das Licht im Stadion, den Rasen und die Regeln selbst zeigen, aber niemals mit dem Finger auf die Anzeigetafel allein. Lassen Sie uns auch über das Konzept der Teilung sprechen. Dies war keine Frage des Zufalls. Die Teilung wurde von Trump wie eine Kunstform behandelt. So schnell wie ein unangenehmes Thanksgiving-Essen war er in der Lage, Empörung zu schüren, Theorien aufzustellen und Familien auseinanderzureißen. Er begnügte sich nicht damit, Öl in die Flammen zu gießen, sondern verkaufte es in Dosen mit dem MAGA-Logo und rief zu einer Steuersenkung auf. Arnold machte deutlich, dass es in Trumps Amerika nicht um alle US-Bürger geht. Diejenigen, die am stärksten applaudierten und die wenigsten Fragen stellten, waren diejenigen, die auffielen. Sie ist entbehrlich. Sie ist unsichtbar. Und das Schlimmste ist, dass sie als Bösewicht in seiner nicht enden wollenden Geschichte von mir gegen die Welt nützlich ist. Durch sein Handeln hat er ganze Staaten und Städte zu Feinden gemacht. In seltenen Fällen auch sein eigenes Personal. Die Person war nicht in der Lage, einen Hund zu halten. Und dennoch erwartete er von uns, dass wir glauben, er könne eine Nation zusammenbringen. Why does the President of the United States cut after-school programs and cut from the kids out of their budget $1.2 billion? Arnold zerstörte völlig die Vorstellung, dass Trump jemals ein Heiler war, als er dabei war, diese Dinge zu tun. Zur Genesung gehört nicht, ich habe gewonnen zu rufen, während die Nation in Flammen steht. Das Retweeten absurder Theorien und das Ignorieren tatsächlicher Probleme ist keine wirksame Methode der Heilung. Zur Heilung gehört nicht, Drohungen gegen Gouverneure auszusprechen und sich über Bürgermeister lustig zu machen, wie ein verrückter Yelp-Rezensent mit einem Golfvisier. Mr. Trump hat sich nicht erholt. Das hat ihn verärgert. Immer und immer wieder. Zweifellos. Gewaltsam. Ein von Red Bull gesponserter Schauspielkurs an einer Highschool wäre dramatischer gewesen als das, was er gemacht hat. Arnold hielt sich mit seinen Kommentaren nicht zurück. Hinter Trumps Führung steckt keine Inspiration. Er übte seine Führungsrolle mit Hilfe von Täuschung, Betrug und unerbittlicher Selbstdarstellung aus. Jede einzelne Pressekonferenz hat er in eine One-Man-Show verwandelt. In jeder Krise wird ein Wahlkampfstopp eingelegt. Es lag nicht in seinem Interesse, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Er war zu sehr damit beschäftigt, zu beobachten, wie die Beleuchtung ihn im Fernsehen darstellte. Amerika brauchte Abhilfe. Donald Trump brauchte Beifall. The broken glass was in the windows of the United States Capitol. But the mob did not just shatter the windows of the Capitol. They shattered the ideals we took for granted. They did not just break down the doors of the building that housed American democracy. They trampled the very principles on which our country was founded. Now, I grew up in the ruins of a country that suffered the loss of its democracy. Arnold hat die Torheit von Trumps Taktik, uns gegen sie auszuspielen, perfekt auf den Punkt gebracht. Sie waren nicht nur im Unrecht, sondern hatten auch noch eine andere Meinung. Als gefährliches und radikales Individuum waren sie Teil einer Fiktion des tiefen Staates, die er spontan ausgeheckt hat. In Wirklichkeit ging es mehr um Paranoia als um Politik. Es ging mehr um Gaslighting und weniger um die Verwaltung der Menschen. Arnold scheute sich nicht, die Dinge beim Namen zu nennen, eine nationale Therapiesitzung, bei der der Therapeut mehr Hilfe brauchte als der Betroffene selbst. Außerdem sollten wir nicht übersehen, dass Trump die außergewöhnliche Fähigkeit besitzt, Dinge persönlich zu nehmen. Hurricane and Land? Eine Verschwörung in den Medien. Verzehren Waldbrände? Behinderung der demokratischen Macht. Die Proteste auf den Straßen drehen sich mit Sicherheit um ihn. Arnold machte darauf aufmerksam, dass es Trump war, der jedes nationale Ereignis, egal wie traurig oder ernst es war, zu seinem Thema machte. Die Nation war in Trauer. Trump zeigte einen Schmollmund. Menschen wurden weinend gesehen. Ein Tweet von Trump. Das Einfühlungsvermögen des Mannes war nicht annähernd so groß wie das eines Strafzettels. Darüber hinaus hielt sich Arnold nicht zurück.
wenn es um Trumps Fixierung auf seine Gegner ging. Es ging nicht nur um den politischen Wettbewerb. Die Liste der Ressentiments war länger als die CVS-Quittungen. In der Vergangenheit wurden Kameraden zu Zielscheiben. Es war eine Hetzkampagne gegen die Richter. Man machte sich über die Wissenschaftler lustig, wenn sie die Dreistigkeit besaßen, sich zu weigern, sich vor dem orangenen Thron zu beugen, wurden selbst die wortgewaltigsten Helden des Kampfes gefärbt. Es war, als würde man einen Shakespeare-Schurken sehen, dem man im Laufe der Jahre zu oft auf den Kopf geschlagen hatte. Is now firing back. Here's, in fact, what he had to say in a video that he posted to Twitter. Donald, I have a great idea. Why don't we switch jobs? You take over TV because you're such an expert in ratings, and I take over your job. And then people can finally sleep comfortably again. Andererseits war Arnold in der Lage, den von den Strafverfolgungsbehörden inszenierten Schwindel zu durchschauen, wenn es in seinem Interesse lag. War Trump ein Verfechter von Recht und Ordnung? Sind Sie die Polizei? Falls sie Demonstranten von seiner Route entfernt hat. Die Streitkräfte? Unglaublich. Es wäre ideal für das Bild, wenn sie ruhig hinter ihm stünden. Aber sobald sie sich zu Wort meldeten, galten sie als Verlierer oder unloyal. Es war fast so, als wollte Arnolds Blick sagen, echte Führer brauchen diese Requisiten nicht. Respekt wird von ihnen verdient. Die gesamte Agenda, mit der Trump antrat, basierte auf Beschwerden, nicht auf der Regierung. Auch an Ideen hat es ihm nicht gemangelt. Seine Motivation war Ressentiment. Außerdem benahm er sich, nachdem er an der Regierung war, wie ein unbedeutender Vermieter, der versuchte, das halbe Land zu vertreiben, weil ihnen sein Outfit nicht gefiel. Arnold enthüllte alles mit chirurgischer Präzision und einer gehörigen Portion Verachtung, die er sich selbst angeeignet hatte. Das wurde von ihm ganz deutlich gemacht. Das Ziel von Trumps Politik war nicht die Verbesserung der US. Dies geschah in der Hoffnung, dass er in den Trümmern größer erscheinen und sie gegen sich selbst aufbringen würde. Das Fehlen einer Teilung war nicht das Ergebnis. Die Strategie sah dies vor. Die Einheit war nie als Ergebnis vorgesehen. In dieser Situation waren die Aufmerksamkeit, die Bewunderung und die Ablenkung sehr wichtig. Darüber hinaus war Arnold, der sich sowohl in der Politik als auch in der Verrücktheit der Prominenz gut auskannte, in der Lage, den Betrug zu durchschauen. President Trump promised us that he wants to make America great again. That's not how you make America great. By taking $1.2 billion away from the children and robbing them blind. Danach nimmt Arnold diesen Tonfall an, der dem eines unzufriedenen Vaters ähnelt und der stärker ist als jede Beleidigung. Wenn man genau hinhört, kann man ihn fast sagen hören von einem Mann, der es geschafft hat, sich vor jeder Art von Rechenschaft zu drücken, als wäre es ein olympischer Sport. Hätte ich mehr erwartet. Wenn es eine Karriere gäbe, die darin bestünde, Strafen zu vermeiden. Dann wäre Donald Trump der CEO, der CFO und der Hausmeister. Wir dürfen die Epidemie nicht übersehen. Arnold liegt dar, dass Trump, während Menschen starben, Krankenhäuser überschwemmt wurden und Wissenschaftler dringend nach Antworten suchten, zu sehr damit beschäftigt war, mit Ärzten zu debattieren und Science-Fiction-Mittel vorzustellen, als würde er für eine Rolle in Contagion 2 vorsprechen. Es ist an der Zeit, nachzurechnen. Wenn man bedenkt, wie konsequent Trump sich geirrt hat, ist das fast schon erstaunlich, auf eine schreckliche Art und Weise. Es ist fast so, als hätte er es sich zur Aufgabe gemacht, jede Entscheidung so schlecht wie möglich zu machen. Was würde ein verantwortungsbewusster Vorgesetzter tun? Eigentlich sollten sie das genaue Gegenteil tun und einen Wutanfall bekommen, nur um sicher zu gehen. Das ist Führung im Trumpschen Sinne. Why would he do that? Why would he want to balance the budget on the backs of those kids? Kids are the most vulnerable citizens. Kids are our future. We need them. That's why I said every time that we spend money on those kids wisely. Wie Sie wissen, konnte Arnold es nicht unterlassen, über das Chaos vom 6. Januar zu sprechen. Er ist nicht nur knapp daran vorbeigeschrammt. Er starrte direkt in die Kamera, knackte symbolisch mit den Fingerknöcheln und fragte im Grunde, was zum Teufel war das? Trump hat nicht nur auf angemessene Weise verloren, sondern auch den Tisch angezündet, geschrien, die Wahl manipuliert und seine Anhänger dazu gebracht, die Demokratie anzugreifen, als wäre es schwarzer Freitag in einem Walmart. Arnold, der in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa aufgewachsen ist, weiß um die Folgen, die entstehen, wenn Führungspersönlichkeiten die Menschen manipulieren,
indem sie ihnen Angst einflößen, sie spalten und Lügen erzählen. Außerdem ist er nicht anwesend. Nicht zu diesem Zeitpunkt und auch nicht in Zukunft. Er kritisierte Trump nicht nur, er tat es auch. Er machte deutlich, dass die betreffende Person kein Held ist. Keineswegs ein Patriot und ganz sicher nicht die Wiedergeburt von George Washington. Wenn die Reben zum Beispiel aus Rechtsstreitigkeiten bestehen würden, wäre es eher wie George aus dem Dschungel, doch dann wendet sich das Blatt zum Guten. Arnold macht sich nicht nur zu seiner eigenen Belustigung über Trump lustig, am fair zu sein, vielleicht nur ein bisschen zum Spaß, um deutlich zu machen, dass Führungsqualitäten wichtig sind, dass Charakter wichtig ist und dass vielleicht, nur vielleicht, das Schreien über falsche Nachrichten und das Retweeten von Verschwörungstheorien aus dem Golfwagen kein brauchbarer politischer Ansatz ist. Twitter dies. Ich kandidiere dieses Jahr für das Amt des Präsidenten. Ich möchte dafür sorgen, dass unsere Pinguine und Zebras nicht auswandern und dass alle chinesischen Restaurants geschlossen werden. Hakuna Matata. Arnold ist zurück. Ich muss unseren Leuten helfen zu verstehen, dass Amerika großartig ist und dass Trump und Biden Bobas sind. Stellen Sie sich den Gesichtsausdruck von Trump vor, wenn der Terminator vor Millionen von Menschen sein Erbe antritt. Wenn Sie dachten, sein zartes Ego könnte ein paar Late-Night-Talkshow-Reden nicht verkraften. Dann stellen Sie sich einmal vor, wie es sein wird. Es war fast so, als ob man das Geräusch von Bräunungslotion hören konnte, die in einem Wutanfall durch den Raum geschleudert wurde. Und was der eigentliche Clou ist, Arnold brauchte nicht zu lügen, zu übertreiben oder in irgendeiner Weise zu verdrehen. Er präsentierte einfach Trumps Erfolgsbilanz, streute einen Schuss Ironie ein und ließ die Wahrheit den Großteil der Arbeit erledigen. Aus dem einfachen Grund, dass die Demokraten und die Medien ehrlich gesagt noch nie Trumps größter Gegner waren. Es waren seine eigenen Lippen, die dies bewirkten. Als alles gesagt und getan war, sandte Arnold eine Botschaft, die stärker war als jede Pointe in einem Actionfilm. Der Moment ist gekommen, weiterzugehen. Es ist ein für alle Mal an der Zeit, die Politik nicht mehr wie eine Reality-Show zu behandeln, die von einem Mann moderiert wird, der nicht einmal in der Lage ist, ein lukratives Casino zu betreiben. Es ist an der Zeit, zu reifen, sich der Wahrheit zu stellen und vielleicht diejenigen zu wählen, die wirklich Literatur lesen. I want to ask you a quick question about Donald Trump because, you guys both hosted The Apprentice. You don't necessarily see eye to eye on most things. He listed his weight at 215 pounds. You are one of the foremost experts on the male physique, bodybuilding, etc. When you size him up, what would you guess that man weighs? You know, I don't really know how much he weighs. I can tell you one thing, that if you would ask me what should you do for fitness, I would just say run around yourself 3 times. You're gonna be in great. Was ist also das Wichtigste, das man sich merken sollte? Erstens, wenn Sie nicht bereit sind, sich öffentlich wie Wäsche falten zu lassen, sollten Sie sich nicht an die Person wenden, die es mit Terminatoren und heiligen Politikern zu tun hatte. Zweitens, wenn sich Ihr gesamtes Vermächtnis in einer 280 Zeichen langen Panne zusammenfassen lässt, dann haben Sie keine Führungsstärke bewiesen, sondern getwittert. Und schließlich, wenn Arnold Schwarzenegger Sie live im Fernsehen dazu bringt, sich in ihn zu verlieben, geben Sie ihm dafür keinen Beifall. Sie melden sich von Ihrem Konto ab, sagen die Pressetour ab und hoffen, dass die Berichterstattung über Ihren Namen bis Montag vergessen sein wird. In dieser Zeit versucht ein Mann mit einem roten Hut immer noch, die Ereignisse in Florida zu verarbeiten. An einem Tag organisierte er noch Demonstrationen. Und am nächsten Tag wurde er von einem Filmschauspieler, der wirklich Führungsqualitäten hatte, in Vergessenheit gebracht. Überall im Kosmos gibt es Witze. Denken Sie daran, dass Arnold Nein sagte. Die Fakten sagten Nein. Und der Globus antwortete mit einem kollektiven Augenrollen, das so heftig war, dass es die Erde fast von ihrer Achse kippen ließ. Das sollte man sich merken. Wenn Trump das nächste Mal behauptet, er sei der Beste. Das ist übrigens die Art und Weise, wie Sie einen Mann politisch kritisieren, der Slogans und Bräunungsspray als präsidialen Ansatz betrachtet. Hasta la vista. Wahnvorstellung. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden aufeinandertreffen, aber könnte dies der bisher explosivste Moment sein? Was denken Sie, sagt Arnold endlich, wovor andere Angst haben? Oder ist das nur ein Hollywood-Drama in seiner lautesten Form? Kommentiert eure Meinung unten, gebt diesem Video ein großes Like und vergesst nicht, es zu abonnieren.
um weitere spannende Showdowns zwischen den größten Namen der Welt zu sehen.